Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Bedienung von digitalen Geräten. Mein Name ist Arno Burger. Ich darf euch heute zeigen, wie ihr mit Excel rechnen könnt. Im Prinzip sind es 4 Schritte, nämlich die Zielzelle zu aktivieren, dann ein Ist-Gleich zu schreiben oder auch den Funktionsassistenten aufzurufen. Als drittes dann die eigentliche Formel einzugeben und am Schluss die Formel auch richtig abzuschließen, also die Zelleingabe richtig abzuschließen. Ich zeige euch das gerade mal hier. Ich aktiviere eine Zelle, das ist die Zelle A1, das sieht man auch am Namensfeld. Dann schreibe ich mein Ist-Gleich und ich gebe mal eine ganz einfache Formel ein. Ich schreibe 1 plus 2, das war der dritte Schritt. Und im vierten schließe ich jetzt die Eingabe ab, zum Beispiel indem ich hier dieses grüne Häkchen anklicke. Der Vorteil von dem grünen Häkchen ist, meine aktive Zelle bleibt die Zelle, in der ich gerade die Formel geschrieben habe. Und damit sehe ich jetzt eine wichtige Sache in Excel. Das, was ich in der Zelle sehe, nämlich die 3, ist etwas anderes als das, was in der Zelle steht, nämlich ist gleich 1 plus 2. Das sehen wir hier in der Bearbeitungsleiste. Also diesen Unterschied, den solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Der wird immer wieder eine große Rolle spielen. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur so ganz einfache Rechnungen in einer Zelle machen, sondern wir wollen vielleicht auch mit verschiedenen Zellen rechnen. Dafür habe ich ein Tabellenblatt vorbereitet, das heißt Summen. Und ich möchte jetzt das erste Vierteljahr zusammenrechnen und dafür gehe ich zum Beispiel als Zielzelle jetzt in die Zelle B7 und könnte jetzt hier tippen. Wir haben ja gesagt, erst Zielzelle aktivieren, dann ist gleich schreiben. Und jetzt kann ich mit der Maus die Zelle B2, die in meine Summe soll, aufnehmen. Dann schreibe ich das Plus, dann B3 plus, B4 plus, B5 plus, B6. Und wenn ich dann fertig bin, kann ich jetzt die Eingabe abschließen, zum Beispiel wieder mit dem Häkchen. Aber ich könnte auch die Enter-Taste nehmen. Damit springe ich dann mit der aktiven Zelle eine Zelle nach unten. Und so hätte ich jetzt hier also eine Summe und wir sehen wieder ist gleich B2, B3 und so weiter. Damit man solche Summen, aber auch andere Funktionen nicht immer jede einzelne Zelle auswählen muss, den Operator eingeben muss, kann man auch in Excel mit Funktionen arbeiten. Die Summenfunktion ist so eine Funktion. Der Weg ist wieder der gleiche, also Zielzelle aktivieren. Jetzt schreiben wir nicht das ist gleich, sondern wir rufen die Summenfunktion auf. Dafür gibt es hier einen extra Button, das ist die Autosumme. Und jetzt bringt diese Summenfunktion das ist gleich mit. Sie schreibt den Funktionsnamen auf und dann macht sie uns auch gleich einen Vorschlag. Und der Vorschlag hier, den finde ich gut. Das sind die Zellen, die ich auch aufsummieren möchte. Und ich möchte jetzt zum Weiterrechnen in die Zelle rechts daneben, also drücke ich die Tabulator-Taste zum Abschließen. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Möglichkeiten, grünes Häkchen, Enter-Taste und Tabulator-Taste zum Abschließen einer Formel. Ich mache das nochmal mit der Autosumme, springe wieder nach rechts und so weiter. Das könnte man jetzt entsprechend oft machen. Ich zeige euch das noch hier für die Spalte, weil da ein Effekt auftritt, den man nicht unterschätzen darf. Denn der Vorschlag, den uns Excel macht, ist eben nicht immer richtig. Und wenn der nicht richtig ist, dann muss ich die Zellen, die ich jetzt für die Formelberechnung nutzen will, im dritten Schritt selber auswählen. Und dann drücke ich zum Beispiel die Enter-Taste und kann jetzt hier das für die anderen Zellen auch machen. Ich mache das gerade noch vollständig. Bei der letzten möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Warum lege ich so viel Wert darauf, dass ihr mit Häkchen, Tabulator-Taste oder Enter-Taste die Zelleingabe abschließt? Wenn ihr es anders macht, zum Beispiel indem ihr in eine andere Zelle klickt, was beim Eingeben von Text ja gar kein Problem ist, dann passiert Folgendes. Die Zelle, die ihr anklickt, wird ausgewählt für die Summe und eure Formel ist kaputt. Das heißt, ihr müsst jetzt wieder neu markieren. Und dasselbe passiert, wenn ihr zum Beispiel nach der Eingabe die Pfeiltasten drückt, nach links, oben oder unten. Dann wird auch eine neue Zelle ausgewählt. Also deshalb haltet euch am besten an Enter, grünes Häkchen und Tabulator-Taste. Dann seid ihr auf der sicheren Seite
und eure Formeln werden wunderbar funktionieren. Soweit erstmal eine kurze Einführung zum grundlegenden Rechnen in Excel. Da gibt es natürlich noch viele weitere Tipps und Tricks, die ich euch dann bei den nächsten Malen zeigen werde. Für heute war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Like da oder schreibt auch eure Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare. Das war's für heute, euer Arno.